Hallo Leute, Zeit für ein Zahnupdate. Ich bin ein bisschen spät dran, aber ich wollte ein bisschen warten noch, weil ich diesen Monat nämlich ungeplant zwei Termine hatte. Einmal am 7. und dann nochmal am 19. Am 7. war regulärer Termin. Da habe ich das Problem, was ich das letzte Mal geschildert habe, wollte ich beheben lassen und es war tatsächlich das Inlay da oben zu hoch. Und da hat er das abgeschliffen, soweit, bis es auf der Seite gepasst hat. Aber dann habe ich das Ganze ein bisschen beobachtet und also es hat entweder rechts gepasst oder links gepasst, aber beides zusammen hat nicht ganz gepasst. Also entweder hat der Biss rechts gut geruht aufeinander oder links. Aber beides gleichzeitig ging nicht. Ich habe das ein bisschen beobachtet. Ich habe dann gemerkt, oh, ich habe entweder hier wieder alle die Muskeln verspannt oder ich habe sie da verspannt. Und dann tun wieder die typischen Zähne weh, wenn der Biss hier drüben ruht, weil es halt auf der Seite verzerrt ist. Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass wahrscheinlich nicht nur dieses eine Inlay nicht gepasst hat, sondern die anderen auch. Und diese Inlays habe ich ja vor über 20 Jahren gekriegt. Und ich glaube, dass die einen großen Teil zu meiner Problematik beigetragen haben. Und nie einer hat es gesehen und entdeckt, weil meine Zähne haben sich da irgendwie angepasst. Der Biss hat sich irgendwie angepasst. Ich hatte dann zwar nur hier, also auf der Seite, also dass die Zähne gut aufeinander gepasst haben, auf der Seite ja nicht, sondern nur so entweder vorne oder hinten. Aber da hat sich keiner so Gedanken drüber gemacht und ich mir eigentlich auch nicht, weil ich hatte ja die Inlays schon mal anpassen lassen, ganz am Anfang. Da waren sie ja schon noch viel zu hoch und dann hatten meine Kiefergelenke angefangen zu knacken. Und danach hat es ja irgendwie gepasst. Und da habe ich nicht so dran. Also ich hatte ja öfters auch mal Zahnärzte drauf gucken lassen und die sollten dann gucken, was nicht stimmt. Das haben die aber nicht so richtig rausgefunden. Da haben die zwar auch mal rumgeschliffen an den Zähnen, aber hat nichts so richtig gebracht. Aber jetzt dadurch, dass mit der Zahnspange die Zähne alle mal gerade gestellt worden sind und eine Weile keinen Kontakt hatten durch die Aufbauten, dadurch war das jetzt sehr offensichtlich, dass das was mit zu tun haben muss, weil solange die Aufbauten drin waren, hatte ich gar keine Probleme. Also dann war auch diese Zahnfleischschwellung, die ich da immer kriege, nicht, dann war auch der Zahn da hinten nicht empfindlich, also dann hat das alles gepasst und sobald die Aufbauten weg waren, fing das wieder an. Und da habe ich schon gedacht, hm. Und dann als der Sechser immer wieder reingewandert ist und das alles nicht so gepasst hat, das war jedenfalls hat das noch nicht gereicht, am 7. dieses eine Inlay einzuschleifen. Und das habe ich halt ziemlich schnell gemerkt, weil die Beschwerden dann sich verschoben haben und dann habe ich Kopfschmerzen gekriegt und das war alles nicht so rund. Also habe ich nochmal einen Termin gemacht am 18. Und da war ich dann da und dann hat er sich alles angeguckt mit diesem, so ein Papier, das ist auf einer Seite rot und auf der anderen Seite schwarz. Und dann guckt er genau, wo sind die Kontakte. Und damit hat er dann das alles eingeschliffen, bis es passt. Und jetzt, ich kann mich nicht erinnern, dass es schon mal in meinem Leben so war, wahrscheinlich weil es so lange her ist, kann ich die Zähne zusammenbeißen und ich habe überall das Gefühl, es liegt aufeinander. Toll, oder? Und auch nachts, wenn ich schlafe, ist das alles gar keine Frage mit, habe ich jetzt rechts, links die Zähne zusammen sondern ganz entspannte, wäre so wie es sein soll, ne? Also, ich bin baff. Dass dass so ein Pfusch mit den Inlays man über Jahre nicht rausfindet und dann mal eben, naja, eingeschliffen und passt. Also finde ich krass. Also das hätte mir ziemlich viel Leiden erspart und vor allem hier die Zähne hier drüben, die wurden ja echt geschädigt dadurch, dass das so, ja, naja, aber ich freue mich ja, dass es jetzt passt. Das ist echt toll. Das ist echt toll. Also, das ist wirklich toll. Wenn man das mal so lange hatte wie ich und so lange rum überlegt hat, woran kann das liegen? Wie kommt das? Also ich habe mich ja dann sehr viel selber beobachtet und dass mein Oberkiefer zu kurz war und die Zunge nicht oben im Gaumen gelegen hat, war ein Teil davon. Und das wurde ja durch die AGA behoben und dann lag meine Zunge oben im Gaumen. Und damit war das mit den Verspannungen auch schon viel besser. Aber irgendwie war es eben noch nicht rund. Und jetzt ist es rund. Also es ist gut, es ist super. Also
Jetzt müsste sich nur noch das Zahnfleisch hier auf der Seite beruhigen und der Zahn da hinten, aber der fühlt sich schon besser an. Also da ist das Zahnfleisch nicht zurückgegangen, aber der Zahnhals liegt ziemlich frei von dieser stetigen Tortur, dass der überlastet wurde durch dieses zu hohe Inlay. Ja, aber es fühlt sich schon besser an. Mal gucken, wie lange das braucht. Vorher mit diesen Aufbauten ist es ja auch verschwunden. Also da war ja auch gut. Also wird es jetzt auch wieder gut werden, bin ich optimistisch. Und noch mehr Grund zum Optimismus. Ende August kommt die Zahnspange raus. Das wird eine längere Sitzung. Da hat er sich einiges ausgedacht für mich. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das finde. Aber es muss wohl sein. Also die Zahnspange kommt raus. Dann soll eine Zahnreinigung gemacht werden. Ich mag ja immer keine Zahnreinigung, aber ich hoffe, die machen das zu meinen Bedingungen. Dann geht's ja, wenn sie nicht hinter den Weisheitszähnen da unten putzen und dann bin ich über eine Woche krank. Wenn sie das nicht machen und so, dann ist das schon okay, weil durch die Zahnspange hat sich doch ziemlich viel Zahnstein da hingesetzt, wo nicht soll. Und naja, ist sicherlich eine ganz gute Idee. Dann will er die Löcher füllen und da, wo ist eine Füllung rausgefallen und dann habe ich da so 2 alte Löcher. Die kann ich dann auch mal füllen lassen bei der Gelegenheit. Ja, und dann hoffe ich, dass ich ein paar schöne Fotos kriege, so Vorher-Nachher-Fotos. Und dann soll Abdrücke gemacht werden für den Retainer. Aber ich weiß noch nicht genau, wie das dann ist. Ob ich dann, bis der Retainer fertig ist, einfach nichts habe. Also einfach nur nackige Zähne. Ich weiß nicht, wie schnell sich das wieder verschiebt im Zweifelsfall. Aber ja, das will ich nochmal fragen. Ja, das war es erstmal das Update. Und beim nächsten Mal gucken, ob ich nochmal eins mache, bevor die Zahnspange rauskommt. Oder dann, wenn es draußen ist. Ihr werdet es ja merken. Bis dann.